willkommen auf meinem Kanal und danke fürs Reinschauen. Ich heiße Nathalie und habe vor, eine Reihe von Videos wie dieses zu gestalten. Das Thema: wie die Funktion unseres Gehirns Stolpersteine oder besser gesagt ganze Stolperberge mit sich bringt. In diesem Einstiegsvideo möchte ich aufzeigen, wie die Gehirne von Neandertalern funktionierten in einer Situation, in der sie wenig Zeit und wenige Informationen hatten und was das mit heute zu tun hat. Und jetzt viel Vergnügen mit der Tiger im Gras Geschichte. Es begann vor 43.000 Jahren, als sich eine Neandertalerin und ein Mann auf dem Heimweg zu ihrer Höhle befanden. Plötzlich raschelte es im hohen Steppengras vor ihnen. War es nur der Wind oder lauerte ein Tiger im Gras? Schatz, hörst du das Rascheln im Gras? Ja, es ist nur der Wind. Nein, das könnte ein Tiger sein, das ist ein Tiger. Nein, nein, das ist nur der Wind, der Wind. Nein, es ist ein Tiger. Ich gehe auf den Baum, komm auf den Baum. Nein, es ist nur es ist kein, oh, es ist nicht der Wind. Komm auf den Baum, das ist, oh, Scheiße. Was glaubst du, von welchem Neandertaler wir abstammen? Von ihm oder von ihr? Ja, ganz genau. Wir stammen von der Frau ab, die sich auf den Baum rettete. Und der Mann, er hatte keine Nachkommen. Wie aber hat sich unser Gehirn verändert seit damals? Wie es sich herausstellt, nicht so sehr. Zumindest nicht in seiner Verdrahtung. Über das Gehirn wurde sehr viel Wissen entdeckt in den letzten 15 Jahren. Es ist übrigens kein Muskel. Es besteht nicht aus Muskelzellen, sondern aus Millionen von Neuronen, die miteinander verbunden sind. Die Idee, dass wir die Verbindungen innerhalb des Gehirns untersuchen sollten und nicht nur die einzelnen Regionen, ist keineswegs neu, aber erst in den frühen 90er Jahren gab es genügend Datensätze, um seine Vernetzungen und Plastizität zu beweisen. Verglichen mit einem U-Bahn-Netzwerk könnte man sagen, dass die Stationen gleich geblieben sind. Was sich geändert hat, ist die Art und Strecke von den Verbindungen zwischen den Stationen. Die Forschung der letzten Jahre hat aufgezeigt, dass unsere Gehirne schon bei unserer Geburt dahingehend verdrahtet sind, emotional und unmittelbar auf die Welt um uns herum zu reagieren. Dieser überlebensnotwendige Reflex, der uns ein Leben lang begleitet, führt allerdings auch zu einigen Problemen, weil wir seinetwegen oft suboptimale Entscheidungen treffen. Es ist eben so, dass die Evolution unsere Gehirne zu Glaubensmaschinen gemacht hat, wie Michael Shermer herausfand. Diese Maschine durchläuft einen Prozess in 2 Schritten. Die erste ist die Suche nach Mustern. Unser Gehirn scannt permanent Informationen und sucht dabei nach Mustern in bedeutungslosen Daten wie auch in signifikanten Daten. Wir können nichts dafür, dass unser Gehirn dahingehend evolvierte, dass es ständig die Punkte in der Welt seiner Wahrnehmung zu bedeutungsvollen Mustern zu verbinden versucht. Der zweite Schritt ist die Suche nach der Bedeutung, die wir den Mustern geben. Die Muster, die unser Gehirn entdeckt, bilden die Grundlage für das, was wir glauben. Was wir glauben, bestimmt unsere Auffassung von der Wirklichkeit. Die natürliche Selektion und was wir glauben, hat uns Menschen zu assoziativen Lernenden geformt. Wir hören das Rascheln, assoziieren es mit einem lauernden Tiger und handeln entsprechend. Auch wenn es 19 von 20 Malen nur der Wind ist, hat uns unsere Empfindlichkeit für Muster und unsere Neigung, das Schlimmste zu befürchten, gut gedient. Auch wenn das gescannte Bild in unserem Kopf uns objektiv gar nichts darüber sagt, was die Szene zu bedeuten hat, füllen wir unsere Wissenslücken automatisch mit Mutmaßungen auf, um der Szene einen Sinn zu vermitteln. In 2008 bestätigten 2 Biologen von den Universitäten Harvard und Helsinki die Theorie von Michael Shermer, was sie festhielten in einem Artikel mit dem Titel Die Evolution von abergläubischem und abergläubisch ähnlichem Verhalten. Shermers Theorie war, dass die natürliche Selektion in unserer Evolution diejenigen bevorzugte, die etwas glauben, wenn es sie mehr kosten könnte, wenn sie es nicht glauben.
Das heißt, es wurden diejenigen begünstigt in der Evolution, die Muster sahen und daran glaubten, dass sie echt sind. So kostete es nicht viel, wenn Neandertaler glaubten, dass das Rascheln im Gras ein gefährliches Raubtier sei, sofern es nur der Wind war. Aber war es ein Tiger und nicht der Wind, endete das vermutlich meist tödlich. So verwundert es nicht, dass UFO-Forscher ein Gesicht auf dem Mars, Religionswissenschaftler Tränen aus der Statue der Jungfrau Maria fließen sehen, Paranormalisten Tote hören, die durch einen Radioempfänger zu ihnen sprechen, und Verschwörungstheoretiker glauben, dass 9/11 ein Insider-Job der Bush-Regierung war. Nun interessiert euch bestimmt noch die Frage, ob es sinnvoll ist, auf einen Baum zu klettern, um sich vor einem Tiger zu retten. Tiger können zwar klettern, aber nicht so gut wie Leoparden, sie kommen nur etwa 1,5 Stockwerke hoch. Der beste Weg, einen Tiger zu bekämpfen, ist, ihn nicht zu bekämpfen. Das sagt Sharad Watts, der über Jahre viele Erfahrungen gesammelt hat mit Tigern. Er meint, wenn dich ein Tiger angreift, sollst du ihn fest umarmen, ihm wenig Raum zum Atmen lassen. Eine Umarmung kann den Tiger völlig überraschen und verwirren. Wenn er dich noch nicht gesehen hat, solltest du möglichst still sein und kaum atmen. Hat er dich gesehen, ist alles gut, was Krach macht, auch schreien. Kehrst du dem Tiger den Rücken zu, bist du aber Beute auf der Flucht, also nicht wegrennen, sondern rückwärts weichen. Was du nicht tun solltest, ist in ein Gewässer springen, außer du hast eine Goldmedaille im Schwimmen, sagt Sharad. Er findet auch, dies sei ein guter Moment zum Beten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und wiedersehen. Tschüss.